Es ist so etwas wie Alltag eingekehrt im Bürgerkriegsland Syrien. Aber die Schatten der vergangenen 12 Jahre lasten schwer über den Menschen im Land und über der einst blühenden Hauptstadt Damaskus. Eine halbe Million Menschen haben ihr Leben verloren. 13 Millionen Syrerinnen und Syrer leben heute nicht mehr dort, wo sie einst zu Hause waren. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Menschen in Damaskus verstecken die Armut gut, die über sie hereingebrochen ist. Aber die meisten von ihnen, besonders an den Rändern der Stadt, können sich die wichtigsten Dinge des Alltags nicht mehr leisten. Das einst so beliebte Ziel im Nahen Osten ist international isoliert. Besonders die Kinder und Jugendlichen leiden. Millionen von ihnen haben noch nie Frieden erlebt. Gute Schulbildung gibt es kaum noch. Viele von ihnen müssen arbeiten, zum Beispiel an den Ständen im Alten Suk, um etwas zur Familienkasse beizutragen. Wir haben hier in Damaskus ein Jahrzehnt des Krieges hinter uns. Die politische Situation des Landes ist kompliziert. Die Menschen haben große soziale und wirtschaftliche Herausforderungen zu stemmen. Das sind die großen Probleme, unter denen besonders die Familien leiden. Ich bin besonders mit christlichen Familien im Austausch, gerade mit jungen Menschen, und ich erlebe jeden Tag, wie sie mit ihrem Alltag kämpfen. Unser Zentrum bietet diesen Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort für Workshops, für Hobbys und Spiele, auch für Religionsunterricht. Sie können einfach kommen und dabei sein, ein bisschen zur Ruhe kommen, mal abschalten, die Sorgen hinter sich lassen. Und gleichzeitig bekommen die Mädchen und Jungen die Chance, sich zu entfalten und zu sehen, dass es eine Zukunft für sie gibt. Was wir hier im Zentrum tun, ist für Familien und deren Kinder einen Weg zu finden, dass sich Perspektiven auftun. Und dazu gehört, weiterzulernen, dran zu bleiben. Bei allem, was wir tun, geht es immer darum, diesen Menschen zu zeigen, es lohnt sich, die Hoffnung nicht zu verlieren. To stay on hope. 1200 Kinder und Jugendliche erreichen die Salesianer Don Boscos jede Woche in ihrem Zentrum in Al-Saheya, fußläufig zur Damaszener Altstadt. Die Mädchen und Jungen sind zwischen 8 und 25 Jahren und leben mit ihren Familien in den Brennpunktvierteln an den Rändern der syrischen Hauptstadt. Sie kommen aus benachteiligten, christlichen Familien, aus orthodoxen, maronitischen oder katholischen, einer in Syrien inzwischen verschwindend kleinen Minderheit von geschätzt 3%. Als Freunde können sie hier miteinander lernen, über Gott und die Welt reden, besprechen, was ihnen am Herzen liegt, in einem Staat, der die Meinungsfreiheit seiner Bürger nicht schützt. Pater Miguel, der schon seit vielen Jahren seinen Dienst im Nahen Osten leistet, ist an der Seite der Mädchen und Jungen und hört gut zu. Er sagt, unser Zentrum ist ein Schutzraum. We Salesians of Don Bosco live and work as a community. Wir Salesianer Don Boscos leben und arbeiten als Gemeinschaft. Egal wo auf der Welt man uns trifft, ob wir Schule anbieten, als Pfarrei vor Ort sind oder ein Jugendzentrum leiten, wir treten immer als Gruppe auf. Das ist sehr wichtig für meine Definition von meinem Tun. Ob nun in Aleppo, in Kafrun oder hier in Damaskus, das sind die 3 Orte in Syrien, an denen man uns findet. Wir arbeiten immer als Team. Was also tun wir? Die Klammer und fester Bestandteil ist der Religionsunterricht. Er findet meistens 1 Stunde am Morgen oder am Nachmittag statt, je nachdem, welche Gruppe kommt. Und es gibt für alle viel Zeit, um zu spielen und einfach mit Freunden zusammen zu sein. Wir haben auch viele Sportangebote im Programm, zum Beispiel Fußball. Dies alles greift ineinander als ein ganzheitlicher Ansatz. Es geht darum, sich als Individuum zu entfalten. Leider reicht der Platz nicht aus, um immer für alle 1200 Kinder und Jugendliche da zu sein. Also haben wir Gruppen gebildet. We divided them into groups. Es gibt in Damaskus nicht viele Orte wie diesen. Einen guten und sicheren Ort für Kinder und Jugendliche, an dem sie Spaß haben, aber auch weiterkommen. An ihren Träumen und Zielen festhalten und Erfolgserlebnisse teilen. Miteinander, im Team.
sich stärken und bestärken, Kraft schöpfen. Möglich ist das alles nur, weil die Älteren in der Gruppe und Ehemalige im Einsatz sind für die, die nachkommen. So schließt sich ein Kreis. Vor 3 Jahren haben wir eine weitere Idee umgesetzt. In Charamana, einem Vorort von Damaskus, da geht es rein um Schulunterricht und Nachhilfe. Das Bildungsniveau der Schulen in Syrien ist nicht gut. Die meisten Kinder haben gar keine Chance auf ein gutes Lernumfeld. Oft fällt der Strom aus, dann gibt es kein Licht. Viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Wohnungen zu beheizen. Unter solchen Umständen kann niemand gut lernen. Der Gedanke hinter unserem Schulzentrum in Charamana war also, einen guten Lernort zu schaffen. Nehmen wir unsere Hochschulstudenten. Wir haben Strom für ihre Notebooks, wir haben WLAN für sie und wir beheizen die Räume. Ich bin mir sicher, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Zukunft für die Menschen in Syrien. Warum weiß ich das? Schauen wir uns doch nur die jungen Frauen und Männer an, die uns hier als Freiwillige helfen, die die Workshops leiten, die ganzen Angebote, den Unterricht. Obwohl sie selbst jeden Tag aufs Neue mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, innerhalb ihrer Familien, an der Universität, auf der Suche nach Arbeit und dazu die vielen persönlichen Sorgen und Nöte. Trotzdem kommen sie hierher, schenken uns ihre Zeit, geben all ihre Kraft hinein, um andere glücklich zu machen und voranzubringen. To make other children happy. I would like also to appreciate everything. Ich schätze die Unterstützung sehr, die Missio uns zuteilwerden lässt. Ich danke allen, die Brücken bauen hin zu dem, was wir hier im Nahen Osten, in Syrien tun möchten. Allen Unterstützern und Spendern, die uns helfen, auch mit ihren Gebeten. Ich danke ihnen. Seien Sie versichert, dass wir auch Sie in unsere Gebete einschließen. That we will be praying also for you.